Hallo und willkommen zurück auf BizChecker. Heute gibt es Teil 2 meines Selbstchecks und wir schauen uns an, wo mein YouTube-Kanal nach 2 Monaten steht und ich zeige dir, womit ich in dieser Zeit über 600 Abonnenten gewonnen habe. Ja, ruckzuck sind die ersten 2 Monate um. Mein Ziel in den ersten 2 Monaten über 200 Abonnenten zu gewinnen, ist weit übertroffen worden. Leider habe ich nicht ganz so viele Videos machen können, wie ich geplant hatte, da ich zeitlich in meinem normalen Job sehr eingebunden war, einige Weiterbildungen machen musste und natürlich auch noch Quality Time mit meinem Sohn und meiner Frau verbringen wollte. Ja, zumal ich ja auch noch für die Rubrik, die noch später kommt, Selbstexperimente, einige Sachen in Affiliate und Online-Marketing ausprobiere, die natürlich über einen längeren Zeitraum laufen, einfach um zu sehen, ob man damit wirklich nebenbei Geld verdienen kann. So, jetzt aber erstmal zu meinen Zahlen. Mit dem ersten Video, meinem Kanal-Trailer, bin ich ja am 4.11.20 online gegangen. Ja, mehr Infos dazu gibt es in meinem allerersten Selbstcheck hier oben in dem Link. Aktuell habe ich Stand vom 7.01.21 über 620 Abonnenten und über 8.800 Aufrufe. Videos habe ich bis jetzt 9 Stück hochgeladen. Und genau wie du habe ich natürlich am Anfang auch hunderte von Videos geguckt, um einfach mal zu sehen, was muss ich tun, damit mein Kanal auch erfolgreich wird. Etliches habe ich dazu ausprobiert, immer wieder den Titel, die Beschreibung oder das Thumbnail geändert, die Tags editiert, ja, und dann die Analytics beobachtet, ob das Ganze überhaupt was gebracht hat. Ja, leider gingen die Aufrufe bis dahin nie über 10 bis 20 am Tag. Ja, dann habe ich mich aber hingesetzt und die ganzen großen YouTuber, die in meinem Themenbereich auch aktiv sind, mal genau analysiert. Wie haben die angefangen? Wie viele Videos sind aktuell online? Und wie sind die ganzen Videos aufgebaut? Ja, und du weißt selber, wenn du bei den ganzen erfolgreichen YouTubern guckst, wirst du zwischendurch mit Werbung total zubombardiert. Ja? Und das Ganze vor allen Dingen genau auf dich zugeschnitten. Das alles wird von der KI-Technologie gesteuert. Dazu kommen wir aber mal in einem anderen Video. Ja? Aber um dir genau dann Inhalte zu präsentieren, die zu deinem Suchverhalten und genau deinen Interessen passen. Und bei mir genauso. Und klick, habe ich mich dazu verleiten lassen, ein Online-Seminar zum Thema erfolgreich auf YouTube zu kaufen. Im Prinzip nicht schlecht, ja, da ich zumindest den Standpunkt habe, dass man für eine gute Weiterbildung auch bezahlen sollte, wenn zumindest der Inhalt stimmt. Aber wenn man mal überlegt, du kommst ja auch nicht deinen Führerschein umsonst. Ja? Wenn du Theorie- oder Praxisunterricht dafür nehmen musst, zahlst du das ja auch. Und ich fand jetzt persönlich eine Summe von knapp 79 € für 6 Stunden Videomaterial. Das fand ich nicht teuer. Und so habe ich dann den Kurs einfach mal gekauft und jeden Abend ein bisschen durchgearbeitet. Zusätzlich habe ich mir noch ein Fachbuch gekauft und das jeden Morgen 30 Minuten gelesen, weil das passte noch ideal in meine Morgenroutine und hat mich davon abgehalten, direkt als erstes morgens schon mal zum Handy zu greifen. Ja, einige der Themen kannte ich natürlich schon, klar, ne, aber viele Links und Hintergrundwissen zu YouTube und Hacks, die waren komplett für mich neu. Und was habe ich dann geändert? Ich versuche das mal ganz kurz anzureißen, ja, da das ganze Video sonst 1 bis 2 Stunden lang werden würde. Außerdem, so als Info für dich, arbeite ich momentan an einer To-Do-Liste mit den wertvollsten 50 Tipps, vielen Links und Infos, wie du auch erfolgreicher YouTuber wirst. Diese Liste gibt es dann bald hier auf dem Kanal und das Ganze völlig kostenlos. Ja, deshalb am besten direkt schon mal ein Abo dalassen, aktiviere die Glocke, um diese wertvollen Infos nicht zu verpassen. So, jetzt aber zu den Tipps. Vielleicht hast du sie auch schon mal gehört. Erstelle alle Grafiken auf deinem Kanal zu einem einheitlichen Design. Kanalbild, Thumbs, Logo und dazu passen natürlich auch alle Bilder auf anderen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram etc. Man muss dich als Marke auf einen Blick wahrnehmen können, ja, so wie es genau bei vielen großen erfolgreichen Firmen und Influencern ist. Du solltest vorher genau deine Hashtags checken, ja, ob es jetzt auf Google Trends oder wenn du TubeBuddy nutzt, dort ist. Ja, dabei nimm vor allem ausgefallene Hashtags und packe die Jahreszahl hinten dran. Zum Beispiel nicht nur bei mir jetzt so
Hashtag Motivation, sondern Hashtag Wie werde ich motivierter in 2021. Dein Videotitel, der sollte mindestens 20, maximal 70 Zeichen lang sein und auch hier kannst du natürlich die Jahreszahl hinten dran packen. Die wichtigsten Wörter dabei sollten ebenfalls in deiner Beschreibung stehen und mit Hashtag versehen sein. Wie bei dem Beispiel davor, wie werde ich Hashtag motivierter im Jahre 2021. Maximal 2 Hashtags aber in der Beschreibung. Ja, baue in dein Kanalbild, in die Beschreibung oder als angepinnten Kommentar mit Text deinen Kanallink mit dem Zusatz, genau hier unten gucken, Fragezeichen Sub Confirmation gleich 1. Wenn jemand da draufklickt, öffnet sich dein YouTube-Kanal, aber direkt mit der Aufforderung zum Abonnieren. Und den Link kannst du vor allem auch ideal dazu benutzen, um in Facebook-Gruppen Werbung damit zu machen. Und das ist auch direkt der nächste Tipp. Teile dein Video auf allen Social-Media-Plattformen, wo du vertreten bist. Wichtig dabei ist, schreib dir vorher verschiedene Werbe- und Beschreibungstexte auf, weil sonst hat das nachher so einen Spam-Charakter. Dann teile jeden Tag dein Video in 5 Gruppen, bis du das nächste Video veröffentlichst. Auch noch hilfreich ist, dir einen Mentor, einen Unterstützer oder einen Gleichgesinnten zu suchen, der schon erfolgreich auf YouTube ist. Denn von dem lernst du natürlich am allermeisten. Dann kannst du noch eine Playlist erstellen mit deinen erfolgreichsten Videos. Packe das Ganze dann aber auf die Startseite deines Kanals mit dem Titel: Wenn du auf dem Kanal bist, schau dir diese Videos auf jeden Fall an. Die Playlist kannst du natürlich auch öfters mal als Infokarte in deinen Videos anzeigen lassen. Ja, genauso solltest du eine Endcard in deinen Videos benutzen. Ideal ist es dann, wenn du am Ende deines Videos zu einem neuen Video einleitest, das dann auf der Endcard angezeigt wird. Hat den Vorteil, so wird der Zuschauer nämlich direkt dazu verleitet, sich dein nächstes Video anzuschauen und bleibt dann länger auf deinem Kanal. Aber es gibt ehrlich so viel unendliche Tipps mehr. Ja? Einige davon habe ich dir mal in eine Playlist zusammengepackt, hier oben in dem Link. Ja, von den erfolgreichsten YouTubern solltest du dir mal anschauen. So, und durch diese ganzen Tipps habe ich jetzt im Durchschnitt 100 bis 150 Zuschauer pro Tag. Meine Impressionen sind um 100% gestiegen und pro Tag kommen jetzt mehr Abonnenten dazu. Die ganzen Tipps und noch viel mehr findest du natürlich auch in dem Buch, was ich eben erwähnt habe, Play, das Handbuch für YouTuber. Oder auch in dem Online-Kurs, den ich absolviert habe. Ja, beide Links habe ich dir mal unten in die Beschreibung reingepackt. Wenn du also jetzt auf YouTube schneller wachsen und erfolgreicher werden möchtest, ja, dann schau dir die beiden Links mal genauer an und dann wird genau wie bei mir spätestens in 14 Tagen das Wachstum mindestens doppelt so schnell vorangehen. Jetzt noch zu meinen Zielen 2021. Also ich möchte am liebsten im April 1000 Abonnenten haben und natürlich die 4000 Stunden Wiedergabezeit, einfach um meinen Kanal zu monetarisieren. Bis Ende 2021 ist geplant 2500 Abonnenten zu haben und mindestens 100 Videos online. Ja, und jetzt liegt es nur noch an dir, was du mit deinem Kanal erreichen willst. Also leg jetzt los und knack deinen nächsten Milestone, egal ob es jetzt 1000, 5000 oder mehr Abonnenten sind. Noch ein Zusatztipp: Wenn du aber extrem schnell wachsen möchtest, ja, dann teste ich im nächsten Video für dich im Selbstexperiment die oft angepriesene Methode, einfach Tiervideos, lustige Videoclips oder Musik, Geräusche zusammenzuschneiden. Ich habe dir hier mal ein Beispiel mitgebracht, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Da hat ein YouTuber mit Regengeräuschen über 98 Millionen Aufrufe, ist das zu fassen. Also bleib dran, wir werden sehen, ob das im Selbstexperiment auch bei mir geklappt hat. So, jetzt weiterhin viel Spaß und Erfolg auf YouTube und wir sehen uns. Bis dahin, rock your life, dein André.